Ich beginne mit einer direkten Kette aus festen Maschen und wie immer gilt für den Anfang, für die Anfänger immer 2 Marker dabei. Ihr könnt auch ein Stück Wolle nehmen oder sonst was. Hauptsache ihr markiert euch den Anfang und die Endmasche, bevor ihr nachher auf so einem großen Häkelprojekt schief häkelt, weil ihr eine Masche zu viel gehäkelt habt oder eine ausgelassen. Ich beginne mit einer Kette aus festen Maschen, denn die ist eine super Grundlage für unser Muster. Das Muster sollte teilbar oder die Maschenanzahl teilbar durch 2 sein, plus eine fürs Endstäbchen. Also egal wie viele Maschen ihr dann nachher anschlagt, teilbar durch 2 plus eine Masche mehr. So, also wie gesagt, für dieses Muster beginne ich mit einer Kette aus festen Maschen, denn das ist eine super Grundlage, um die doppelten Stäbchen auch nachher schön gleichmäßig häkeln zu können, da das Ganze dann griffiger ist. Und für den Anfang benötigt ihr 2 Luftmaschen. Dann gehe ich in die erste untere einzelne Lasche zurück, dort beginne ich am liebsten, hole den Faden durch und ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe. Das ist wichtig, damit die Kette sowohl links als auch rechts gleichmäßig flexibel bleibt. Ansonsten würde sich das Ganze nachher biegen. Dann holt ihr den Faden durch eine Schlaufe und durch 2. Ganz leicht zu merken, erst durch eine für den Boden und dann durch 2. Dann könnt ihr das Knötchen hier hochziehen und habt hier direkt eure erste Masche. Dort stecht ihr komplett ein, also beide Laschen, holt den Faden durch, zieht hier wieder die beiden Laschen auf gleicher Höhe, durch 1 und durch 2. Neue gebildete Masche, einstechen, durch hochziehen, durch eine und durch 2. Einstechen, Faden holen, durchziehen, durch 1 und durch 2. Wenn ihr eure Kette fertig gehäkelt habt, beginnen wir mit 4 Luftmaschen. Dann dreht ihr das Ganze, macht 2 Umschläge, stecht nicht in die erste, sondern in die zweite Masche ein, holt den Faden durch 2, durch 2 und durch 2. Und das ist auch schon dann eure erste Masche, wo Anfänger einen Marker setzen sollten. 2 Umschläge und dann geht ihr von vorne nach hinten durch die erste freigelassene Masche, holt den Faden durch, holt den Faden durch 2 und nochmal durch 2. Und schon habt ihr 2 verkreuzte Doppelstäbchen. 2 Umschläge, erste freie freilassen und in die zweite einstechen. Faden holen, durchziehen, durch 2 und durch 2. 2 Umschläge, in die erste Masche zurück, von hinten durch die Masche einstechen, von vorne den Faden holen, nur durchziehen, durch 2 und durch 2. Masche freilassen, in die zweite einstechen, Faden holen, durch 2 und durch 2. 2 Umschläge, von hinten durch die freigelassene Masche, Faden holen durch 2 und durch 2. Und so häkelt ihr jetzt erst einmal die ganze Reihe bis zum Ende. Und am Ende der Reihe die letzte Verkreuzung
Masche freilassen, in die zweite ein Doppelstäbchen, zurück in die erste ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge und nun in die letzte Masche ein einfaches Doppelstäbchen. Durch 2 und durch 2. Und so sieht die erste Reihe aus. Kommen wir nun zur zweiten Reihe. 4 Luftmaschen und hier jetzt auch ganz simpel wieder 2 Umschläge. Über das erste Stäbchen lassen wir frei und stechen auch hier ins zweite ein. Durch 2, durch 2, durch 2. 2 Umschläge, zurück ins erste. Durch 2, durch 2 und durch 2. Und hier könnt ihr euch jetzt immer schön an die Verkreuzung der Vorreihe halten. Als kleine Anmerkung nebenbei, ihr könnt auch hier ein normales Stäbchen machen und das Muster um eine Masche verschieben, würde auch ein sehr schönes Muster ergeben. Dadurch bekommt ihr dann so ein Querstreifenmuster, also beziehungsweise Streifen, die leicht schief weggehen. Und das hat natürlich auch eine sehr schöne Optik. Und auch hier am Ende in die Masche einstechen, wo wir den Marker gesetzt hatten. Ein Doppelstäbchen. Zurück in die freigelassene ein Doppelstäbchen. Und nun schließt ihr das Rundenende hier in diesem seitlichen Stäbchen der Vorreihe und sticht ein bisschen seitlicher ein, dann sieht es auch schön gerade aus. So. Und das ist auch schon das ganze Muster. Mehr kommt da auch nicht, sieht aber auf Masse hin total toll aus. Ist ein wunderschönes Netzmuster. Für Jacken, aber auch für Pullis oder Tops. Kann man aber auch super als Muster nehmen für eine Einkaufstasche. Und dann würde ich sagen, viel Freude damit. Bis zum nächsten Mal.